Im letzten Video entdeckte ich einen traumhaften See, genoss noch die letzten Tage der Reise mit meiner Schildkröte. Sie liebte es so sehr. Nun ist die Reise zu Ende. Ich bin angekommen. Bei der Familie angekommen, besuchte ich zuerst meine Omi. Lang ist es her. Darf ich vorstellen? Kuba, mein Cousin. Vor 12 Jahren begann die Reise als Juwelierin. Hier lerne ich die Grundlagen des Goldprüfens. Jetzt geht die Reise als Goldschmiedin weiter. Komm mit! Während der ersten Woche meiner Ausbildung hörte ich zu und machte mir viele Notizen. Ich beobachtete den Tagesablauf und mein Cousin erklärte: Hier fertigt er schöne Ohrringe an. Er zeigte mir ganz stolz seine neue Errungenschaft. Eine exklusive Laserlötmaschine, die jetzt viele Arbeitsschritte erleichtert und vor allem Zeit einspart. Ty zawsze taką pastę, jo? Tak. Są różne kolory tych past. Jedne są bardziej do złota, drugie do srebra, inne są bardziej do białego złota. Teraz to dostaje koloru ładnego, nie? To nasze kółeczko też. Elegancko. Dann folgte die nächste Errungenschaft. Eine exklusive Lasergravurmaschine. Jetzt können wir einfach alles gravieren. To się na całe daje. No obojętnie, możesz sobie delikatnie wykołaczką, tylko tam gdzie wróciłem. I ty masz inne na srebro? Tak. Und fertig. Wunderschöne silberne Ohrstecker. Dann durfte ich sehen, wie unsere Schildchen entstehen. Und anschließend wurde es interessant. Er machte einen Silberbahn. Noch schnell abkühlen und zum Schluss beizen. Dann ging es wieder in die Walzmaschine. Am nächsten Tag erledigten wir Kundenbestellungen. Zuerst sah ich zu, wie ein Trauring vergrößert wurde. Das Altgold wurde geschmolzen. Ein Goldstäbchen daraus gegossen und gewalzt. Der Abstand wurde ermittelt. Und dann ran ans Löten. Weiter ging es mit dem Abschleifen des Lots. Und wieder alles schön schleifen. Polieren und nach vielen Schritten fertig.
Heute wird entspannt. Es regnet draußen. Ich trinke gerade meinen Kaffee und höre dem Regen zu. Es ist wirklich sehr angenehm ruhig. Bis auf das Regentropfen plätschern. Und das finde ich hört sich echt richtig schön an. Morgen. Die Nacht ist überstanden. Ich hatte echt große Angst, dass mein Dachventilator, es ist ja so eine Kunststoffscheibe und es ist alles heil. Es kam kein Tropfen rein. Ja, es war schon richtig heftig heute Nacht. Jetzt geht nur noch ein bisschen der Wind. Ist auch toller Ausblick, was ich hier habe, gell? So, dann wird jetzt aufgestanden. Kaffee. Frühstück herrichten und dann ab zur Arbeit, zur Ausbildung. Ich freue mich. Hey Leute! Heute habe ich das erste Mal das Gaskochfeld in Betrieb genommen. Ich habe jetzt unten Gas aufgedreht und hier schon ein bisschen was gekocht. Hier, es funktioniert. Und ich hatte wirklich Respekt davor vor diesem Gasherd, aber easy peasy. Dann ist mein Frühstück fertig. Ist das schön? Das erste Mal den Ofen anschmeißen hier in Gigi. Ich freue mich. Ist schon cool. Stehe hier da, guck da raus. Heute ist ein bisschen regnerisch. Kann hier kochen. Toll, toll. Ich bin so dankbar dafür. Machen wir jetzt doch noch einen kleinen Salat dazu. Einfach nur so Tomaten, Gurke, Zwiebel. Und die kommen aber auch noch dazu. Die esse ich extra. Die sind so lecker. Wirklich. So, das ist hier fertig. Mit Käse einfach überbacken. Hatte ich Lust drauf. Und jetzt ganz wichtig wieder das Gas abdrehen. Ein kleiner Test, damit es ja auch aus ist. Und da ist es weg. Und schon ist das Gas abgedreht. Das war noch das letzte Gas, was in der Leitung war. Und jetzt passt wieder alles.
Noch ein Brot. Und fertig. Und ich habe richtig Hunger. Und ja, ich habe meinen Kaffee da. Njam, 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 lecker mit Zimt, wie immer. Und ja, ich mache mich jetzt fertig für die Arbeit, für die Ausbildung. Und heute wird endlich so ein bisschen richtig begonnen. Also ich plane da ein ganz besonderes Geschenk für eine besondere Person. Und dieses Geschenk darf ich komplett alleine anfertigen. Es wird viele, viele Stunden brauchen, aber ich freue mich schon so. Bis jetzt habe ich zugeschaut, aufgeschrieben, mir Notizen immer schön gemacht. Oh, wie gut ich ausschaue. Was Beleuchtung für einen Unterschied macht. Mein erstes Video, das war ein bisschen, also das war hier dunkel, es ist hier immer noch dunkel. Die letzten Tage, die letzte Woche ist einfach nicht so schön, das Wetter. Und somit ist es halt immer, ja, schaut man dann immer dementsprechend der Beleuchtung aus, ne? Entweder werden dann alle Fältchen und alle, ja, Pickel und Müdigkeiten. Ich habe ja immer so Augenringe schon mein Leben lang. Und dann wird das hier deutlich gezeigt. Und jetzt habe ich hier von diesem Hängeschrank, ich zeig's euch mal. Ja, also ich habe ja hier diese Beleuchtung von diesem Hängeschrank. Ich nehme euch dann wieder mit auf den Weg. Ich nehme dann, was ich darf. Natürlich darf ich nicht alles zeigen. Das möchte ich auch gar nicht. Ne? Ich meine, das ist von meinem Onkel. Das ist jetzt 40 Jahre Goldschmiede. Das gibt viele Sachen, die ich nicht zeigen darf oder möchte auch. Aber das, was ich darf, zeige ich euch natürlich. Genau. Und ich freue mich schon riesig darauf. Weil vor allem ist es so mein erstes Geschenk, mein erstes Stück, was ich so anfertige, was ich überhaupt mache, was ich, keine Ahnung, einfach, ja, bis jetzt habe ich quasi nur Wissen mir angeeignet, zugeguckt. Ich bin jetzt eine Woche da und deswegen habe ich jetzt nicht wirklich viel gefilmt oder Fotos gemacht, weil das für euch langweilig wäre. Und ja, und jetzt kann ich ran. Also diese Woche ist Praxis angesagt. Wer das nicht sehen will, einfach wegschalten. Genau, so. Und dann ein bisschen Wimperntusche und das reicht. Mehr brauche ich nicht, schon Creme, ein bisschen Wimperntusche. Und das bin ich. Früher 5 Kilo Make-up gefühlt. Wobei Make-up habe ich eigentlich mein Leben lang noch nie so Schatten und perfekte Augenbrauen und ja, ein ganzen Ding halt, was man so macht. Das war halt die frühere Goscha, die luxuriöse Tussi Goscha lache ich immer. Und ja, jetzt bin ich ja mehr wieder zur Natur zurückgekehrt.
reicht einfach eine schöne Creme und ein bisschen Wimperntusche. Genau, auf jeden Fall freut euch mit mir. Es wird jetzt spannend. Wir haben gestern schon besprochen, wie das ungefähr abläuft. Wir haben schon ein kleines Projekt zusammengestellt, eine kleine Zeichnung, aber heute möchte ich dann quasi von Grund auf damit starten, eben mit einer Zeichnung. Möchte ich dann auch selber machen und genau. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr. Also bleibt dran und kommentiert tüchtig, was ihr dann zu dem Ganzen sagt. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Also, bis dann. Tschüss. Und dann ging es auch schon los. So, es geht zur Arbeit. Hey, hey, Kochana, Zora. Cześć. Wir haben es nicht weit von hier seinem Zuhause. Das ist mein Cousin. Mein Cousin, der lernt mich ja aus, unter anderem, also noch mehr wie mein Onkel. Und wir haben es nicht weit von hier. Es ist vielleicht 4-5 Kilometer und dann sind wir in der Werkstatt. Und das ist er. Ich zeige ihn mal kurz. Nicht länger. Ihr Lieben. So, jetzt beginnen meine ersten Sekunden der Ausbildung. Ich fange an mit Pfeilen. Das sind hier meine schönen, tollen Pfeilen. Und ich habe hier gleich eine ganze Dose bekommen zum Schönpfeilen. Das wurde eben als Beispiel mir schon vorgepfeilt. Das sind unsere Herzchen von der Familie. Und jetzt geht's für mich ran. Schiss habe ich schon. Ich soll das Herzchen hier drauflegen, dass es einfach gut passt. Und dann vorsichtig pfeilen. Już tak? No, możesz przyjść. No. Ja tak, wiesz, całkiem delikatnie, bo ja się echt boję. Nie bój się. Stabilnie sobie złap. Niżej. To? Radzę ci to Aha, zablokować. Zobacz, masz takie miejsce, które zablokuje ci. Aha, no. Pomyśl, jak możesz wykorzystać ten. No dlatego tu No, sobie weź ten położyłam, grubszy ale pilnik. tu jest echt super. No. I co? Spróbuj tym grubszym pilnikiem. Tym Ty- mniejszym, ale ty- grubszym. aha. No. Dokładnie. Zobacz, tak. Prosto masz. Nie? Prostopadle. Kąty sobie zrobisz na końcu. Teraz patrzysz tak. Nie? Aha. Musisz wygiąć tą rękę. O, dokładnie. Ruch. Lewo, prawo, lewo, prawo. O, musisz mocniej przytrzymać tamtą ręką. drugą, No. Nie? No niestety, dlatego wiesz, no to wymaga troszkę siły jednak, nie? Żeby bo to jest grubsze serduszko też, tutaj będzie łatwiej, nie? Obracaj sobie, może będzie łatwiej tak, nie? Musisz znaleźć ten kąt. Nie jesteśmy w stanie ci wytłumaczyć, tak? Jak masz trzymać pilnik, jak masz trzymać wyrób, To samo. bo to musi ci samo przyjść, nie? Tak? Dobra. Nie patrz, to nie ten, wiesz, No, ale ja się boję. czego? No nie wiem, cię boję. Zniszczyć. Nie ma co się bać, trzeba tak, aż będzie równo, nie będzie śladu, może. Tak.
Słuchaj, nie bój się, poczekaj. Dobra, ja jej tu pokażę, nie bój się. Bo to nie Der ważne, czy Goldschmiedemeister, on tak leży, mein czy Onkel, tak, czy kam ten ważne jest, selbst żeby und erklärte mir ważne, alles to jest noch. mocny, Ich solle wirklich pasowało keine i ten Angst to haben. Man kann im Endeffekt nichts kaputt machen. Und wenn, dann wird's eingeschmolzen und wieder neu gemacht. Mein Cousin brachte mir dann ein Stück, woran ich üben konnte. Dieses Stück wird sowieso zum Schmelzen gebracht, deswegen durfte ich da mich austoben. Ich feilte, was das Zeug hielt und wurde auch immer besser. Und zum Schluss wurden die Stücke richtig schön. So, für heute ist Feierabend. Bin ich fertig. Ich bin richtig ins Schwitzen gekommen. Ja, richtig rote Backen. Ja, und zwar, was ich jetzt nicht geschafft habe, sind diese hier. Diese 6 Stück und diese habe ich jetzt nicht geschafft. Und das Ganze habe ich heute geschafft. Das sind unsere Engelsrufer. Engelsrufer, Herzchen, Herzchen sind so Paarherzchen. Paarherzchen mit dem fehlenden Puzzlestück. Die Frau trägt das Herzchen und der Mann trägt das fehlende Puzzlestück. Ja, echt voll, die roten Backen. So in Schwitzen gekommen, Wahnsinn. Meine Finger fühlen sich auch etwas schmerzhaft an. Wie vom Klettern fast, vom Bouldern. Also wirklich, ja. Und genau, und dann habe ich noch solche Herzchen gemacht, sind auch Anhänger. Und unsere Schwalbe, da haben wir ein schönes eine schöne Kollektion mit der Schwalbe. Genau, und das sind die Ösen für die Engelsrufer und die Anhänger für die Ösen. Genau, das war jetzt mein erstes Mal, mein erstes Schleifen, mein erster Tag, wo ich wirklich Hand anlegen durfte. Die letzten 1,5 Wochen habe ich ja nur zugeschaut, Notizen mir gemacht, gelernt und heute durfte ich endlich Hand anlegen mit dem Schleifen. Verschiedene Pfeilen habe ich hergenommen, also Pfeilen, nicht Schleifen. Schleifen kommt erst, es ist Pfeilen. Genau, verschiedene Pfeilen habe ich hierzu verwendet. Hinten sieht man noch ein bisschen mein Chaos, mein Proviant, Wasser, Kaffee, Goodies und Eis, wie immer Eis. Und ja, bin richtig happy. Das macht mir wirklich Spaß, auch wenn die Finger jetzt wirklich so schmerzhaft sind. Aber ja, es lohnt sich. Ich liebe es. Ich bin voll im Flow. Ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich, alle Juweliere, Goldschmiede werden mich jetzt auslachen. Aber ich habe für dieses Stück jetzt tatsächlich 4 Stunden gebraucht oder so. Mittagspause war dazwischen eine kurze, aber ja. Aber das war das erste Mal und es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, fürs Erste geil. Ich bin glücklich und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Hier nehme ich die Anhänger vom Härten. Die waren jetzt, ich glaube, 2 Stunden beim Härten. Das Interessante ist ja hier, ich habe das ja so noch nie gesehen, dass dieses Silber jetzt wie Weißgold ausschaut. Leicht gelb. Es geht weiter mit dem Pfeilen. Ich habe jetzt kommt das Skalpell zum Einsatz. Oh, ich habe schon wieder voll die roten Backen. Ja, man kommt schon etwas ins Schwitzen. Genau. Yes. So eins habe ich da. So eins habe ich da und so eins habe ich da. Und genau. Und zwar hier drinnen. Wenn das nicht so schön ist, dann muss man quasi mit dem ran. Und dann durfte ich auch endlich an meine Kundenbestellungen ran. Hier wunderschöne Trauringe. Ihr Lieben, fast fertig. Ich darf sie vollenden. Und zwar werden sie jetzt poliert. Alles andere hat mein Cousin gemacht, damit es ja schön wird. Aber ich gehe jetzt ans Polieren ran. Schalten wir die Maschine ein. Dann die Paste. Ich mache das ganz vorsichtig, damit ich ja nichts kaputt mache. Wird schon. Jetzt noch der Damenring. Es macht so viel Spaß. Und das wurde lecker gefeiert. Am nächsten Tag starteten wir das besondere Geschenk. Zuerst Ideen sammeln. Es war nicht einfach. Dann ran an das Skizzieren. Durchstreichen und von vorne beginnen.
bis nach einem weiteren Tag das Projekt fertig war. Hallo, da bin ich wieder. Also, es war ja heute schon mal den Start gemacht von meinem Geschenk. Ich denke mal, es kommt gut an und mir persönlich gefällt es super. Ich bin jetzt wieder im Auto und warte auf meinen Cousin und morgen geht es weiter. Tschüss! Jetzt übe ich das allererste Mal richtig Buchstaben ausschneiden in einer Silberplatte. Ich habe euch schon erzählt, ich mache ein ganz besonderes Geschenk und das ist das. Es wird ein silberner Anhänger. Schneide ich mit der Hand die Buchstaben aus. Zuerst übe ich. Das ist jetzt was zum Üben. Und wenn ich geübt habe, dann mache ich den Anhänger. Hier fangen wir an mit dem X. Gerade halten. Und rausziehen auch eben schneiden, damit ich nicht so einfach hängen bleibe. Gar nicht so einfach. Vor allem muss man darauf achten, damit das hier nicht reißt. Da habe ich jede Menge Reserve bekommen. Nach langem Üben und mehreren Versuchen, ich hatte alle 3 Buchstaben zweimal ausgeschnitten und das T sogar 3-mal, wurde das Ergebnis endlich schön. Ich war zufrieden. Den Löwen hatte mein Cousin ausgeschnitten. Fürs erste Schneiden war mir das einfach zu schwierig. Anschließend schnitt ich auch noch die Platten aus. Es wurde ein Anhänger in 3D-Optik bestehend aus mehreren Ebenen. Hierfür benötigte ich mehrere silberne Platten, die dann eben zurechtgeschnitten wurden, zurechtgeformt wurden und letztendlich auch geschliffen und gepfeilt wurden. Hier am Video schaut es nach sehr wenig und sehr schneller Arbeit aus, aber es waren Tage. Ich habe einfach Tage verbracht, bis ich mit meiner Arbeit fertig war. Mein Cousin vollendete es, denn für das erste Stück konnte ich einfach nicht mehr tun. Was ich aber noch tun konnte, war das Draht ziehen. Also das Silberdraht zu einer bestimmten Millimetergröße anpassen. Es war sehr schwer. Ich hatte gleich mal Fitnessstudio inklusive. Danach erledigte mein Cousin die restliche Arbeit. Es wurde gelötet, geschliffen, nochmal gelötet, geschnitten, gepfeilt. Alles zu einem schönen Bild. Poliert, natürlich am Ende, geschwärzt, gereinigt und wieder poliert, bis zum Schluss die Gravur noch ankam. Mit der tollen neuen Lasergravurmaschine kann man jetzt so schöne Stücke gravieren, so dass dieses 18.640 schön mit der Lasergravurmaschine gelasert wurde.
Zum Schluss brachte ich noch eine gewachste Baumwollschnur dran und an das Ende dieser Schnur kam dann noch ein Schlüsselanhängerring dran, sodass alles schön zu einem Schlüsselanhänger wurde. Mein Mann freute sich riesig. Die Überraschung ist geglückt. Und wenn ihr euch fragt, was das DGX bedeutet, diesen MAN hat mein Mann. Ich mache mich heute fertig, weil... Ne, also diesen Ring, dieses Lichtring, was um das Handy kommt, aber ich vergessen, habe ich nicht dabei. Wie heißt das noch? Ich weiß ich schon gar nicht mehr, wie das heißt. Lidschatten. Und wie immer, ich warte auf eure Likes, Kommentare und Abos. Aktiviert die Glocke und kommt vorbei bei www.goschas-goldschmiede.com.